Wenn du dafür bekannt bist, heftige und große, gigantische Achterbahnen zu bauen und auf einmal dich an Familienachterbahnen versuchst, kann das fast nur scheitern. Und das ist im Fall von dieser Bahn auch passiert. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Magazin und einem neuen Review meinerseits. Und wir reden heute über eine Achterbahn, die für die ganze Familie gedacht ist, aber von einem Hersteller gebaut wurde, der sonst groß, heftig und extrem baut und auf einmal denkt, auch familienfreundlich bauen zu können, und das hat nicht so gut funktioniert. Ehrlicherweise muss man auch sagen, es ist nicht auf einmal, sondern 2014 hat B&M schon den ersten Suspended Family Coaster gebaut, und das ist ein Achterbahntyp, über den wir heute sprechen, und es hat auch 4 Jahre gedauert, und dann gab es in 2018 dann den zweiten Family Suspended Inverted Family Coaster von B&M, beide in China, beide in einem Happy Valley, der eine in Shanghai, der andere in Peking. Unsere Bahn, über die wir heute sprechen, hat 2024 eröffnet, also 10 Jahre nach dem ersten Inverted Family Coaster. Und aktuell sind 5 von diesen Dingern im Betrieb, 3 weitere im Bau, Stand Februar 2026. Und wir reden natürlich über Phoenix Rising. Das Thema ist sehr einfach. Ritt auf den Schwingen eines Phönix. Fertig. Was soll ich da noch groß zu sagen? Wow. Packend, mitreißend, familienfreundlich. Keine Frage, jeder Park, der sich in Phoenix irgendwo hinstellt, hat seine Gedanken dabei, hat sein Thema dabei. Hier bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob man da viel Gedanken zu hatte. Aber das Thema, also wirklich, das Pferd ist ja totgeritten. Und ja, wie viele Phönixe sollen noch aus der Achterbahnasche kommen? Gestalterisch hat man sich jetzt hier nicht so viel Mühe gegeben. Es gibt einen pompösen Eingangsbereich. Es gibt nett angelegte Kiesflächen unter der Bahn. Hier und da vielleicht nochmal eine etwas nett angemalte Säule. Eine offene, nicht toll gestaltete Station, die ja glänzt nur durch 4 gigantische Screens. Da läuft Content drauf. Passend zur Bahn, passend zum Start. Mit einem Loop, wenn die Bahn unterwegs ist, und einem bisschen groben Übergang zu der Sequenz, wenn der Zug wiederkommt. Also das ist auch miteinander, matcht das. Es gibt auch nur einen Zug, der farblich mich jetzt auch nicht so ganz abholt. Aber das ja, ist so alles eigentlich an Gestaltung. Und auch dieses, ja, wir nehmen 2 Farben, Kieselsteine, machen die ein bisschen in Mustern auf dem Boden. Das hat man bei Penguin Track ja schon gesehen und probiert im benachbarten oder mehr oder weniger benachbarten SeaWorld Orlando. Ich weiß ja nicht. Es sieht an sich alles ordentlich, sauber und gepflegt aus. Das ist das Wichtigste. Wir haben auch schon viel katastrophalere, nicht so schöne Dinge gesehen. Aber es ist halt jetzt nicht so das Thema so groß rausgehoben, weiß ich nicht. Zu kurz, zu langsam, zu wenige Loopings. Aber diese Bahn ersetzt eine andere Achterbahn, die vorher an dieser Stelle stand, und finde ich ganz witzig, denn da stand vorher Sand Serpent an gleicher Stelle. Und was meint ihr, die Sandschlange? Was für eine Achterbahn nimmt man für eine Schlange, für eine Sandschlange? Also jeder, der jetzt einen Zierer Tivoli Coaster gesagt hat, ist ja total deppert. Natürlich nimmt man von Mack Rides eine wilde Maus mit Einzelwagen. Spricht für sich selbst, würde ich mal sagen. So wie Daten und Fakten auch einfache Sprache sprechen, wie ich jetzt gerade. 2024 hat man Phoenix Rising eröffnet. Also eine relativ neue Bahn von B&M, Bodding & Mobiliard aus der Schweiz. Family Inverted Coaster. Haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass es da aktuell 5 Stück von gibt. 3 weitere sind im Bau. Es gibt einen Testsitz vor der Attraktion, so wie auch locker, wo ihr euer Zeug einschließen müsst, sonst könnt ihr nicht mitfahren. Und beim Testsitz seht ihr schon, es gibt einen Over-the-Shoulder Lap-Bar, man hat einen großen, bequemen Sitz mit einem großen, bequemen Bügel, das passt alles. Es gibt Onboard-Sound bei der Bahn, das ist sehr bemerkenswert, und man sitzt nur mit 2 Personen nebeneinander. Nicht wie üblich bei B&M 4 Personen nebeneinander. Ich weiß noch damals, als man die ersten Bilder aus China gesehen hat mit 2 nebeneinander, es war so ein verstörendes Bild. Es gab vorher keine B&M-Bahn, wo nur 2 Leute nebeneinander sitzen, und das mussten 4 sein. Das war auch verrückt. Es muss auch eigentlich mehr als ein Zug sein. Das finde ich sehr schwierig, dass sie nur einen Zug haben in so einem Park wie Busch Gardens Tampa Bay. Was übrigens der Park ist, wo sich diese Achterbahn befindet. Busch Gardens Tampa Bay ist in Tampa in Florida in den USA, 1,5 Stunden vom Freizeitpark Mecca Orlando entfernt mit dem Auto. Gehört zu United Parks and Resorts und zu dem anderen Busch Gardens, zu den SeaWorld Parks oder Sesame Street Parks, und wurde mal von Anheuser-Busch, der
der Brauerei gegründet. Aber zurück zu diesem einen Zug, weil da musst du bei Anheuser-Busch auf jeden Fall wirklich einen gepichelt haben, damit du nur einen Zug für so eine Bahn in so einem großen besuchten Park kaufst. Es passen 20 Leute in einen Zug rein. Angegeben wird das Ganze mit 1 Minute 30 Fahrzeit offiziell vom Park. Die B- und Entladesituation ist jetzt nicht die schnellste. Ich sag mal so ganz grob, 400 bis 500 Personen pro Stunde sehe ich, die da durchgehen. Mehr auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig. 24,4 Meter ist die Achterbahn Phoenix Rising hoch, 558,1 Meter lang, 70,8 km/h Spitzengeschwindigkeit. Es gibt keine Überkopfelemente. Wir befinden uns im Bereich Pantopia und wenn ihr damit fahren wollt, müsst ihr mindestens 107 cm groß sein und dürft maximal 196 cm groß sein. Das würfelt da, glaube ich, auch jemand immer. Die Fahrt selbst aus der Station raus, geht's leicht rechts zum Kettenlift. Der führt uns auf den höchsten Punkt und dann gibt es so einen gefühlt langgezogenen Pre-Drop, der dann zum richtigen Drop wird und in einem großen Horseshoe ähnlichem gewickelten Kehregebilde endet und so eine Art Twisted Airtime Hill folgt dann darauf wieder Richtung Park. Man fährt vorher so Richtung Serengeti und wo halt einmal diese große Serengeti ist, die große Safari und die Seilbahn auch dran vorbeifährt. Ja, und dieser Twisted Airtime Hill, also Airtime bei Inverted Coastern, ist auch so eine Glaubensfrage und auch nicht nur, ob das gut oder schlecht ist, sondern auch, ob das wirklich geht oder nicht geht. Nichtsdestotrotz gibt es dann nochmal einen bodennahen Umschwung, eine steile Kurve, die über den Eingang hinweg führt. Das sieht natürlich von Weitem immer ganz toll aus. Und dann gibt es so ein Hin- und Her rüber Geschwinge in eine Helix rein. Da gibt es dann nochmal einen Richtungswechsel in eine Linkskurve, die dann zum Breakrun führt. Auch hier guckt euch gerne das On-Ride an. Das holt euch ein bisschen mehr ab und zeigt euch ein bisschen mehr als das, was ich jetzt vom Layout erklären kann, wenn es halt nur eine Anreihung von Kurven und Schwüngen ist. Beim Breakrun wird mit Wirbelstrombremsen die Geschwindigkeit reduziert und dann kommt ihr direkt in der Station zum Stillstand, wo es dann nochmal auf den Screens, wie gesagt, so ein bisschen den Einfahrteffekt gibt. Und ja, das ist dann Phoenix Rising in Busch Gardens Tampa Bay. Es soll eine Familienbahn sein, keine Frage, aber das macht diese Bahn nicht gut. Dafür ist das Ganze irgendwie wieder zu brachial, hat für meinen Geschmack viel zu viele, viel zu hohe positive G-Kräfte. Dieser Einzugbetrieb, also vor allem sind ja Family Coaster immer komplett überrannt, weil alle Bock drauf haben. Und dann fahre ich dann nur in so einer geringen, wirklich maximal geringsten Kapazität mit so einer wieder halbherzigen Gestaltung, was ein bisschen so hingeklatscht wirkt. Und an sich ist Busch Gardens ja ganz nice und so, aber ob jetzt Busch Gardens oder SeaWorld, die bauen jedes Jahr irgendwie was Neues, Großes, das ist ja toll, aber das irgendwie dann immer so limitiert, dass es einfach so eine halbgare, nicht so überzeugende Attraktion ist, bringt ja am Ende auch wieder nicht so viel. Weiß ich nicht. Wie ist eure Meinung zu Phoenix Rising in Busch Gardens Tampa Bay? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Die Kommentarsektion gehört euch und ansonsten drückt ihr noch auf den Abonnieren-Button und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf dem Radio YouTube-Kanal.